Ich könnte jetzt diese Ohrmoderation da auf Schwäbisch machen. Könnte ich, aber sollte ich nicht, weil dann schaltet ihr alle direkt wieder ab. Wir sind im schönen, in Anführungszeichen schönen Stuttgart. Stuttgart ist nicht die schönste Stadt auf dieser Welt, ganz bestimmt nicht. Aber es gibt super schöne Ecken und die wollen wir euch heute zeigen. Also, let's go! Stuttgart hat mehr zu bieten als Porsche und Mercedes und deshalb fangen wir auch gleich mit den vielleicht wichtigsten Punkt an, den Sehenswürdigkeiten in Stuttgart. Zugegeben, es sind nicht so viele wie in anderen Städten, aber es gibt trotzdem viel zu entdecken. Der Feuersee in Stuttgart West ist ein künstlich angelegter See, der früher als Löschwasserreservoir für die Feuerwehr diente. Auf einer kleinen Insel im See thront die Johanneskirche. Um den See herum, da stehen sehr viele Parkbänke und hier kann man sich fantastisch entspannen. Ein Besuch der Markthalle lohnt sich auf jeden Fall, zumal man sowieso irgendwann einmal dran vorbeikommt. Zentral gelegen bietet die Markthalle frische Lebensmittel und allerlei Leckereien. Zentraler als auf dem Schlossplatz geht es eigentlich kaum. Hier gibt es gleich mehrere Sehenswürdigkeiten auf einen Streich zu entdecken, zum Beispiel den Musikpavillon, die Königspassagen, die hübschen Brunnen, die Jubiläumssäule und natürlich auch das alte Schloss. Kontrastprogramm zum Schlossplatz und noch ein Geheimtipp ist der chinesische Garten. Ganz in der Nähe des beliebten Einkaufszentrums Milaneo liegt dieser kleine Garten mit phänomenaler Aussicht. Der Garten ist übrigens kostenlos. Für alle Autofans ist ein Besuch im Porsche- oder Mercedes-Benz-Museum natürlich Pflichtprogramm. Kommen wir wohl zur bekanntesten Sehenswürdigkeit Stuttgarts, dem Fernsehturm. Der Fernsehturm ist eine Ikone, ein Wahrzeichen für die Stuttgarter und von fast jedem Punkt der Stadt aus zu sehen. Er steht im Stadtteil Degerloch und ist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Aussichtsplattform ist bei schönem Wetter geöffnet und wenn man Glück hat und das Wetter klar ist, kann man nicht nur einen tollen Blick über Stuttgart, sondern sogar bis zur Schwäbischen Alb und zum Schwarzwald sehen. Wenn du dir Tickets bereits im Voraus online kaufen willst, dann klick unten in die Videobeschreibung. Die Bibliothek in Stuttgart ist ein kleiner Instagram-Hype, aber was viele nicht wissen ist, dass es im obersten Stock eine kostenlose Aussichtsplattform gibt. Also steigt den doch mal aufs Dach. Das, was man jetzt so hier oben sieht, ist übrigens auch
der beliebteste Bereich der Bibliothek. Ihr habt es vielleicht auch schon mal auf Instagram gesehen, wird super, super gern fotografiert. Sieht natürlich auch wirklich toll aus. Hier alles ist offen, man sieht die ganzen Bücher. Und es kann, wie gesagt, gut sein, dass ihr ein Bild davon schon mal gesehen habt. In Stuttgart kann man sich am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Sie fahren in der Regel pünktlich und regelmäßig und verbinden alle wichtigen Sehenswürdigkeiten. Natürlich kannst du auch viel zu Fuß unternehmen, denn gerade die Innenstadt lädt dazu ein, sich einfach mal treiben zu lassen. Tickets für die öffentlichen, die gibt es natürlich online oder direkt am Automaten. Wichtig für alle Autofahrer: Um Stuttgart zu erkunden, empfehlen wir, das Auto stehen zu lassen. In der Autostadt Stuttgart mit ihrer hohen Feinstaubbelastung, vielen Baustellen und Staus macht das Autofahren wirklich wenig Spaß. Gönnt euch statt Spritverfahren lieber eine Fahrt mit der nostalgischen Standseilbahn im Stadtteil Heslach. Die kurze Fahrt führt hinauf zum Waldfriedhof, dauert gerade mal etwas mehr als 2 Minuten, ist aber trotzdem absolut empfehlenswert, vor allem dann, wenn ihr auch mal irgendwas außerhalb der Menschenmassen erleben wollt. Wir empfehlen dir zusätzlich nur eine einfache Fahrt zu bezahlen, also nur die Fahrt hinauf. Denn der Weg hinunter, der führt durch den schönen Wald und ist auch zu empfehlen. Und wenn du dich jetzt fragst, was Maria da macht, dann ist die Frage durchaus berechtigt. Auf dem Waldfriedhof, da sind einige berühmte Persönlichkeiten begraben, wie zum Beispiel Robert Bosch oder Theodor Heuss. Ihre letzte Ruhestätte kann man mit der App Wo sie ruhen finden und besuchen. Wir haben bewusst auf Bilder verzichtet und bitten auch euch, den Friedhof mit Respekt zu betreten. Die Standseilbahn ist übrigens nicht mit der Zahnradbahn zu verwechseln. In Stuttgart gibt es nämlich beides. Die Zahnradbahn, auch liebevoll Zacke genannt, gehört offiziell zu den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt und startet bzw. endet am beliebten Marienplatz. Und wir haben noch ein letztes Transportmittel gefunden, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Man kann Stuttgart auch mit dem Schiff erkunden. Mit dem Neckarkapitän kannst du ab der Anlegestelle Bad Cannstatt kleine und große Touren unternehmen. Alle Touren und Preise findet ihr auf deren Homepage. Den Link dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. Diese und weitere Touren in und um Stuttgart herum findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt möchten wir euch das grüne Stuttgart noch zeigen, denn Stuttgart hat mehr Grünflächen und Parks, als man erstmal denkt. Der bekannteste ist der Killesberg. Dort gibt es viel zu entdecken, aber was man dort auf jeden Fall machen sollte, ist einmal auf den Killesbergturm zu steigen. Sag ich jetzt zumindest so aus dem Off. Ich habe doch lieber die Maria hochgeschickt. Mario hat sich leider nicht ganz hoch getraut, deswegen bin ich jetzt allein gegangen und habe für euch gefilmt. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt was für Leute mit Höhenangst ist, weil der Aufgang auch relativ wackelig ist. Also man sieht ja auch so an diesen Drahtseilen, wie der Turm aufgebaut ist und man merkt schon, also wenn Wind kommt, dann ist es schon relativ wackelig. Also mir macht es jetzt nichts aus, aber ich glaube, wenn man Höhenangst hat, dann muss man ein bisschen aufpassen. Wir dachten, wir teilen uns jetzt ein bisschen auf. Und zwar
Während Mario euch jetzt das Naturkundemuseum hier zeigt, gehen Fred und ich ein bisschen durch den Rosensteinpark und gucken uns den mal an. Der Rosensteinpark grenzt an die Wilhelma und bietet große Liegewiesen, Spielplätze und 2 Naturkundemuseen. Unserem Fred hat es ganz offensichtlich sehr, sehr gut gefallen. Der Park ist echt mega weitläufig, also habe ich tatsächlich echt nicht gedacht, der ist riesengroß. Also man sieht ja mega viel Fahrradfahrer, Familien mit dem Kinderwagen. Es gibt hier auch einen riesengroßen Spielplatz. Mario wäre am liebsten gerutscht, aber ich glaube, er hätte wahrscheinlich nicht durch die Röhre gepasst. Und Hunde gibt es auch sehr, sehr viel. Also Fred freut sich, dass er hier ein bisschen rumspringen kann. Und das Naturkundemuseum ist, wie gesagt, auch da. Aber da zeigt euch ja Mario gleich, wie es drinnen aussieht. Im südlichen Park kannst du dir im Schloss Rosenstein die biologische Ausstellung über die heutige Tierwelt und deren Lebensräume anschauen. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Museum am Löwentor, da gibt's nur Dinos. Last but not least wollen wir dir noch etwas über die Veranstaltungen in Stuttgart erzählen. Das berühmteste vorweg, Frühlingsfest und Cannstatter Vasen. Für Fußballfans gibt es die MHP Arena in Bad Cannstatt. Da könnt ihr natürlich den VfB mal live beim Kicken zugucken oder ihr besucht nur den Fanshop des VfB. Nationale und internationale Stars treten in den Veranstaltungshallen auf, entweder in der Porsche Arena oder der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Die Hallen sind direkt aneinander gebaut und wenn während deines Aufenthalts jemand dort spielt, den du gut findest, wieso nicht? Also go for it! Auch das im Herbst alljährliche Weinfest ist sehr beliebt. Wenn du also im Herbst nach Stuttgart kommst, solltest du unbedingt vorbeischauen. Jeden Samstag, Feiertage ausgenommen und das zu jeder Jahreszeit und bei Wind und Wetter findet zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Stuttgarter Karlsplatz, einer der ältesten Flohmärkte Deutschlands, statt. Ein persönlicher Tipp von uns ganz zum Schluss, denn hier auf der Karlshöhe ist einer unserer liebsten Plätze in ganz Stuttgart. Bei Tschechen und Söhne findet ihr einen Biergarten mit typischen schwäbischen Speisen und Getränken, alles mit Selbstbedienung und du hast einen der schönsten Ausblicke auf Stuttgart inklusive. Wenn dir das Video geholfen oder gefallen hat, oder bestenfalls beides, dann gib doch dem Video einen Daumen nach oben und vergiss auch nicht, uns zu abonnieren, denn dann verpasst du kein Video mehr von uns.